Riesenprobleme bei McLaren natürlich, was wir immer vorher kannten, Elektrikprobleme und Scheibenprobleme. Es sind so viele Faktoren gewesen, die bei McLaren einfach keinen Spaß gemacht haben. Das soll jetzt besser geworden sein. Herzlich willkommen! Ich habe hier ein Auto stehen, was ich noch nie gefahren bin. Ich hätte das Auto auch selber hierher fahren können. Wollte ich nicht, weil ich mit euch die erste Fahrt machen möchte und zum ersten Mal den McLaren 750S erleben möchte. Und ich sage euch eins, dieses Auto wurde hierher gefahren. Ich bin noch nie den neuen McLaren 750S gefahren. Ich habe mich noch nie reingesetzt. Ich habe mich noch nie mit dem Fahrzeug beschäftigt. Wenn ihr ein paar Folgen zurückgeht, werdet ihr sehen, dass ich ein bisschen McLaren-Phobie habe. Ich sage nur ein Speedtail, ca. 700.000 € verloren. Ich selber würde das Auto gerne so für 2,8 bis 2,95 Millionen € netto hier sehen. 2.1 Million Euros. Es war ernüchternd, war mit ungefähr 700.000 € Verlust nach Hause. Da habe ich mich von McLaren ein bisschen zurückgezogen. Nichtsdestotrotz spielt McLaren in dem Segment eine ganz, ganz große Rolle und das Auto müssen wir uns anschauen. Vor circa 7 Jahren kam ja der 720S raus und jetzt 750S. Und die Zahl 30 müssen wir uns merken. Wenn ich jetzt davor stehe, dann würde ich jetzt nicht sofort merken, McLaren hat ein neues Auto rausgebracht. Nein, ich sehe sofort den 720 wieder im Frontbereich und so weiter. Deswegen sehe ich das Auto nicht als ein neues Modell. Ich würde das Auto definitiv ganz klassisch als Facelift sehen. Es ist 30 PS mehr, es ist circa 30 Kilo leichter und die Gewichtsersparnisse, das ist mega interessant, circa 14 Kilo leichter geworden nur durch die Felgen. 1,5 Kilo leichter geworden durch unser Innendisplay. Dann haben sie bei der Windschutzscheibe nochmal 1,5 Kilo gespart und Rest hier und da. Insgesamt kommen wir auf ca. 30 Kilo Ersparnis. Die Kernfrage wird heute sein, lohnt sich das Auto zu kaufen? Weil das Auto, was wir heute fahren, kostet sage und schreibe ca. 370.000 €. Und bei McLaren ist ja immer die große Frage, was hole ich mir, Spider oder Coupé? Und McLaren macht das immer sehr geschickt, bringt in der ersten Charge meistens immer ein Coupé raus und dann kommen sie mit den Spider nach. Dann stirbt der Coupé aus. Der Coupé ist bei den McLaren extremst unbeliebt und verliert extrem viel an Wert. Sei es der 600 LT, egal der 765er, als Spider werden die immer mehr gehypt. Warum? Weil McLaren einer der wenigen ist, der das hinbekommt, die Gewichte fast 1:1 zu halten zwischen Coupé und Spider und die Linie fast 1:1 zu halten. Denn es gibt ja die Coupé-Fanatiker, ich gehöre dazu, ich liebe nur Coupés, ich mag Cabrios nicht, weil sie ja ihre Form verlieren, aber McLaren bekommt trotzdem die Linie hin. Vorne Kofferraum, ganz klassisch, was ich bei McLaren extrem cool finde. Du musst hier nichts suchen, du hast nur einen Knopf, entweder auf deine Fernbedienung oder innen einen Knopf und dann machst du es einfach nur auf. So. Und für so einen Sportwagen hat er extremst viel Kofferraum, weil es sehr, sehr tief reingeht. Dazu gibt es immer ein Paletto und da ist natürlich ein Ladegerät, aber es geht extrem tief rein. Das heißt, hier kriegst du locker 2 Trolleys rein, ohne Probleme und noch einen Kleidersack. Und falls ihr irgendwo parkt und irgendwo im Skiurlaub seid und damit losfahrt, weil dieses Auto, was wir jetzt fahren, hat sogar Winterräder, kannst du klassisch, zack, und dann rollt dein Auto nicht weg. Warum hat man das? Das kenne ich von LKWs. Riesenprobleme bei McLaren natürlich, was wir immer vorher kannten, Elektrikprobleme und Scheibenprobleme. Die Scheibe ist nämlich direkt an Carbon-Monocoque geklebt. Und wenn dein Carbon-Monocoque natürlich arbeitet, kann es sein, dass auf einmal ohne Grund zack ein Riss reinkommt. Und dann kannst du diese Scheibe auch nur bei McLaren tauschen, weil die eine bestimmte Technik haben, die Scheibe vom Carbon-Monocoque zu trennen und eine neue Scheibe reinzusetzen. Ist immer eine extrem teure Geschichte.
Wir haben hier, wenn wir uns das Auto jetzt von hinten anschauen, sehe ich sofort, also eigentlich so gesehen ist das ein Carbon-Heckschürze. Meine komplette Heckschürze besteht hier aus Carbon und da verlangen sie natürlich richtig Geld. Das Auto fängt an ab ca. 280.000 € und hier haben wir ca. 90.000 € Sonderausstattung. Das ist schon krass. Eine Motorhaube auf bei McLaren kennen wir, geht nicht. Dann habe ich hier mein Flügel, was dann rausgefahren kommt. Und dann habe ich noch sozusagen Airbrake, wenn ich richtig in die Bremsen gehe. Dann bremst er, dann kommt er nochmal hoch, um den Airbrake zu verursachen. Wenn wir gleich die Temperaturen erreicht haben, machen wir natürlich auch einen Soundcheck. Ich würde sagen, Verdeck machen wir zu, weil es ist ein Gimmick hier drin, das muss ich euch zeigen und das kostet sage und schreibe 9.000 €. Jetzt fahren wir erstmal. 30% soll sich was geändert haben. Ich sehe schon die erste Änderung, meine Tacho-Einheit kann ich nicht mehr so drehen und dass es reingeht, das geht nicht. Dann habe ich hier oben Getriebe auf dem Manual schalten und so weiter, dann sind hier meine Knöpfe. Ansonsten, wie ich das von McLaren kenne und gewöhnt bin, dann habe ich ein Verdeck mit einem Elektrochrom Scheibe drin, was ich hier per Knopfdruck einmal dunkler schalten kann. Wenn die Sonne reinknallt, dann ist es ganz, ganz dunkelblau. Aber dadurch, dass ich das habe ich hier ein mega Raumgefühl. Aber um das zu haben, muss ich auch richtig Geld hinlegen, denn das kostet ca. 9.000 € extra. Über die Wertentwicklung sprechen wir zum Schluss, wenn ich angekommen bin. Aber jetzt sind wir erstmal auf der Autobahn. Hier ist nur 120 erlaubt und ich finde meine Bedienelemente so gerade und so steril wie möglich gehalten. Das finde ich super cool gemacht. Und die Verarbeitung im Innenbereich, viel mit Alcantara, extrem viel mit Alcantara, dann schön gemixt hier mit Carbon. Und ich finde es ja mega cool, dass innen Carbon matt gehalten ist. Aber es hat einen riesen Nachteil, es verzeiht dir einfach gar keine Fehler. Wenn hier irgendwo ein Kratzer reinkommt, auch hier im Lenkradbereich, dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist es da und damit musst du leben. Mal gucken, wie mein Navigationsdisplay ist. Ja, es ist okay. Ich weiß, dass viele von euch jetzt bestimmt sagen werden, hey, ist doch normal. Nein, bei McLaren ist es nicht normal. McLaren hat immer Schwierigkeiten gehabt mit einem Infotainment-System. Das heißt, wenn ich mein Display hatte und mein Verdeck auf hatte, ist die Sonne so reingeknallt, da konnte ich nichts sehen oder es ist zu heiß geworden, ich musste das Auto wieder ausmachen, neu starten. Es sind so viele Faktoren gewesen, die bei McLaren einfach keinen Spaß gemacht haben und das soll jetzt besser geworden sein. Ich fand den 27S ein bisschen unruhig. Ich fand den 27S, der hat mir zu viel, das war so komisch. Ich habe nie so ein gutes Gefühl gehabt, aber hier, ich bin das Auto jetzt noch nicht lange gefahren. Jetzt ist 120 erlaubt. Wir sind im 6. Gang, wenn ich auf 4 runtergehe und ein bisschen Gas gebe, boah, der ist sofort da. Ich fühle mich 100% sicher und ich höre meine Turbolader, wie die richtig Luft saugen. Der eine mag's, der eine mag's nicht. Heutzutage kommen wir nicht mehr drum herum, bei McLaren sowieso nicht. Das sind nur noch turbogeladene Motoren, das ist einfach so. 750 PS kann man machen, oder? Kann man echt machen. Das ist echt genial. Ja, und jetzt warten wir mal, gleich ist hier Geschwindigkeitsbegrenzung offen und dann geben wir mal ein bisschen Gas. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Hier ist freie Fahrt, wir gehen runter auf 4 und geben jetzt mal Gas. Boah, alter Schwede geht der ab. Und jetzt kommt unser Airbrake. Zack, krass. Und die machen alle Weg frei. Jetzt geht's ab. Alter, das ist unfassbar. Und wie laut der ist, wie viel Emotion der mir gibt. Obwohl das ein Turbo ist, 750 PS, aber irre laut. Irre laut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Scheiben nicht runter sind, aber die sind runter. Und jetzt nochmal meine Airbrake. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich. Jetzt nochmal runter auf Gang 5. Ich sag's euch, dieses Auto ist eine Waffe. Alter! Und er geht viel, viel sicherer nach vorne wie der 27S. Das Auto ist definitiv besser geworden. Es fühlt sich besser an, wie er nach vorne marschiert. Und jetzt gehen wir zur Seite. Okay, und jetzt haben wir hier. Jetzt geht's hier los. Es ist unglaublich. Jetzt kommt eine Kurve. Ich fahre mit 236 in die Kurve und das Auto fährt ganz entspannt. Ganz entspannt. 240.
Und jetzt kommen wir runter. Also, es ist krass. Es ist einfach krass, wie dieses Auto abgeht. Es ist krass, wie dieses Auto abgeht. Was das betrifft, hat er meine Erwartung voll erfüllt. Da kommt kein anderes dran. Das geht nicht anders. Das ist einfach so. Der McLaren bleibt für mich performancetechnisch das beste Auto in seinem Segment. Aber preistechnisch besprechen wir jetzt. Kommt's. Soundcheck machen wir gleich. Jetzt reden wir erstmal über das Auto. Also, ich bin echt überrascht. Beziehungsweise ich bin nicht so ganz, weil ich ja weiß, was McLaren drauf hat. Dieses Auto ist, und das habe ich auch drin gesagt, eine Waffe. Aber es ist nicht ein Auto, was ich sage, ich bin jetzt 2-3 Jahre den Vorgänger, den 720er gefahren und hole mir jetzt einen 750er. Natürlich spüre ich eine andere Technik, gar keine Frage. Ich spüre mehr Sicherheit. Ich spüre meine 750 PS, obwohl ich in Endgeschwindigkeit langsamer bin. Aber im Innenbereich, muss ich sagen, ist die Veränderung ein bisschen mau. Da hätten sie ein bisschen mehr verändern können. Aber nichtsdestotrotz hat McLaren es wieder hinbekommen, das Auto performancetechnisch perfekt auf die Straße zu bringen. Jetzt kommen wir, die Kernfrage heute, Wertstabilität ja oder nein. Ich gehe immer wieder zurück auf den 720er, weil die 720S fangen so bei ca. 180.000 € an und es sind unter 100 Stück inseriert. Das ist für ein Auto, was 7 Jahre auf dem Markt ist, extremst gering. Und das spricht auch für die Marke. Nichtsdestotrotz hat er natürlich an Wert verloren und zwar deutlich. Auch der 720er war ja weit über 300.000 €. Also, eine Wertanlage ist dieses Auto nicht. Aber wenn einer auf die Strecke möchte, einen Rennwagen haben möchte und dazu noch einen Straßenwagen haben möchte, ist er bei dem McLaren richtig. Und wenn einer sagt, ich möchte auf die Nordschleife und möchte locker mit den Porsche-Modellen und mit den anderen Ferrari-Modellen und Lamborghini-Modellen mithalten, ist er hier richtig, wenn nicht sogar besser. Aber eine Wertanlage ist dieses Auto definitiv nicht. Und jetzt kommen wir final zum Soundcheck. So, und jetzt? Es ist so, dass er bei 4000 Umdrehungen abgeriegelt ist. Mehr dreht er nicht hoch, aber unter Last hat er mir genau diese Emotion gegeben, soundtechnisch und auch der ein oder andere, wenn er es mag, bei McLaren kommst du nicht drum herum, mein Turbo, wie er richtig Luft saugt und wieder richtig rauspustet. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Schreibt mir mal in die Kommentare, würdet ihr euch den 750S kaufen? Ja oder nein? Bis nächste Woche Sonntag. Ciao!